Der Krieg in Israel und die Bibel. In den Medien war in den ersten Stunden nach Beginn des Krieges Folgendes zu lesen. Nie zuvor in der an Terror wahrlich nicht armen Geschichte des Landes hat es einen Angriff solchen Ausmaßes gegeben. Nie zuvor. 5000 Raketen, binnen weniger Stunden mehr als 100 Tote und über 1000 Verletzte. Das ist die Zwischenbilanz 12 Stunden nach Beginn einer Welle beispiellosen Raketenbeschusses und Angriffen von Terrorkommandos gegen die zivilen Bewohnerinnen und Bewohner Israels. Nicht nur in der Grenzregion, sondern bis in die Metropole Tel Aviv hinein. Das Ziel der Feinde Israels ist nicht, Frieden zu schließen, einen Kompromiss zu finden oder ein Stück Land zu gewinnen. Das Ziel der Feinde Israels ist es, Israel zu vernichten, ausradieren. Der Psalmdichter Asaf hat bereits vor Hunderten von Jahren dieses Leid Gott geklagt. Er spricht über die Feinde Israels im Psalm 83 und sagt: Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und halten Rat gegen die, die sich bei dir bergen. Wohlan, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Das ist die Realität bis heute. Die Feinde Israels wollen Israel vernichten, ausrotten, ausradieren. Lass uns sie ausrotten. Das ist ihr Konsens, dass sie kein Volk mehr seien. Es ist auch wahr, was Asaf hier sagt: Deine Feinde toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Jeder, der gegen Israel kämpft und Israel hasst, erhebt sich gegen den Gott Israels und hasst seinen Gott. Nun, der Antisemitismus ist Satans Idee. Von Beginn an. Der Antisemitismus vereint die Feinde Israels und kommt von Satan. Asaf betet weiter ein Gebet um Gottes Hilfe und Beistand und sagt im Psalm 83 ab Vers 17: Bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie, Herr, nach deinem Namen fragen müssen. Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zu Schanden werden und umkommen. So werden sie erkennen, dass du allein der Höchste bist über die ganze Erde. Herr ist dein Name. Dieses Gebet Asafs, dieses Gebet Israels, das viele Juden heute beten, wird Gott erhören. Und alle Völker, alle Feinde Israels, die sich gegen Israel auflehnen, werden erkennen müssen, dass der Gott Israels, so heißt er für immer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der eine und einzige wahre Gott ist. Bereits im Psalm 2 warnt David die Nationen, sich gegen Gott und sein Volk aufzulehnen. Auch er betet und sagt: Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, sagen sie. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber, sagt Gott, habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das allein ist der Grund, warum wir zuversichtlich sein können, dass die Feinde Israels keinen Erfolg haben werden. Gott selbst hat seinen König in Zion eingesetzt. Gott selbst wird seinem Volk helfen, sie beschützen und beschirmen, auch wenn sie durch schwere Zeiten noch hindurchgehen müssen.
Über dieses Thema wollen wir auch am kommenden Samstag bei unserem Treffen im Maritim Hotel in Köln um 19 Uhr miteinander reden. Über den Krieg in Israel, seine Folgen und seine Bedeutung für uns. Ich lade noch einmal herzlich dazu ein und unter dem Video gibt es einen Link für die Anmeldung.